Für Amin Harit begann es mit etwas Verspätung, dieses ganz besondere Spiel. Aber ja, das emotionalste Spiel der Saison war natürlich das Derby. Nichts, aber auch gar nichts deutete darauf hin, dass es spektakulär werden könnte an diesem Nachmittag. Nach dem Warmmachen die Bälle einsammeln, wie das so ist, wenn man nicht in der ersten Elf steht. Dann 34. Minute, Einwechslung, viel Arbeit und sogar ein Debüt. Ja, es war mein erstes Tor für Schalke. Ich hätte nie gedacht, dass ich ausgerechnet im Derby treffe, aber dann ist es passiert. Es war das 2:4. Es war ein "Geht da noch was" Moment. Keine Zeit, groß zu jubeln, aber für eine Geste. Den Lauf in die Arme des Trainers. Vor dem Spiel hat der Trainer mich in sein Büro gerufen und hat gesagt, du wirst nicht in der Startelf stehen, aber du wirst eingewechselt werden, du wirst ein Tor schießen und ein super Spiel machen. Und deshalb bin ich nachher zu ihm gelaufen. Alle Welt weiß, dass wir ein enges Verhältnis haben. Er ist ein Trainer, der ganz viel mit dir spricht und ich bin ein junger Spieler. Ich brauche genau das. Und auch deshalb habe ich so eine gute Saison gespielt. Und ich hoffe, dass das in der nächsten Saison sich so weiterentwickelt, denn er ist ein super Typ und ein super Trainer. Super mec, un super entraîneur. Mit dem Tor war es ja nicht getan. Amin hatte an vielen Szenen seinen Anteil, unter anderem an dem Platzverweis für Aubameyang. Keine Frage, dieses Foul hat gelb verdient und es war eben die zweite. Das nächste von Castro an Harit wäre glattrot gewesen normalerweise. Alle dachten, Amin ist raus. Ich konnte doch meine Kumpels da nicht alleine lassen auf dem Platz. Es stand 2:4, es waren noch 10 Minuten zu spielen. Es war völlig unmöglich, dass ich mich jetzt draußen hinsetze und von der Bank mir das Ende des Spiels anschaue. Dortmund hatte einen weniger, wir waren in Überzahl. Die wäre weg gewesen, wenn ich draußen geblieben wäre. Hinterher gab es Leute, die gesagt haben, ich wäre ein Held gewesen. Aber ich bin kein Held. Es ist einfach mein Job, Fußball zu spielen. Kaum zu glauben, wenn man diese Bilder sieht, aber 2 Minuten später humpelt er während einer Freistoßunterbrechung zurück aufs Spielfeld. Und der Rest ist Geschichte. Weitere 2 Minuten drauf, nach der Rückkehr von Harit, Caligiuri mit dem 3:4. Harit jubelt schon wieder ordentlich mit und dann Naldo. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, von überall her. Das war ein Riesenthema. Aus einem 0:4 ein 4:4 zu machen, das in so einem heißen Derby, unfassbar. Und das haben auch alle Leute mitgekriegt. In Frankreich zum Beispiel hat man sehr viel über dieses Spiel gesprochen und sehr viel über Schalke. Ein herausragender Moment für die Saison und fürs Leben. Dieses Spiel hat uns Auftrieb und Mentalität für die ganze Saison gegeben. Und für mich ist es einer der tollsten Momente meiner Karriere und wird es auch für immer bleiben.